Herzlich willkommen zu unserem 13. Video. Die Zahl 13 ist in dem Fall tatsächlich ein schlechtes Omen für uns. Warum das so ist, das verraten wir euch nach dem Intro. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Unsere Reiseroute entlang der Seidenstraße endet jetzt hier vorerst mal. Warum das so ist, würden wir euch gerne anhand einer kleinen Länderkunde erläutern. Genau, eingereist waren wir ja über die Türkei und sind jetzt angekommen in Georgien. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie geht es denn angesichts der politischen Lage eigentlich für uns weiter Richtung Osten? Ja, es gibt 3 mögliche Optionen, um weiter auf dem Landweg zu reisen. Als erstes bietet sich an die Weiterreise über den Iran bzw. durch den Iran. Das war auch ursprünglich unsere präferierte Strecke, denn das entspricht tatsächlich der alten Seidenstraßenroute. Wir haben uns dagegen entschieden, diese Option zu wählen, vorerst zumindest. Zum einen aufgrund der politischen Lage. Dann kommt dazu, dass man neben dem Visum für den Iran gleichzeitig ein Visum für die Weiterreise durch Turkmenistan beantragen muss. Eine Reise durch Turkmenistan ist aber nur möglich, wenn man einen Reiseführer dabei hat, einen offiziellen. Und das verursacht dann wieder weitere Kosten, die wir uns eigentlich sparen möchten. Wir haben jetzt auch vermehrt gehört von anderen Reisenden, dass Visa-Anträge für Turkmenistan und auch für den Iran abgelehnt werden. Die Kosten dafür aber trotzdem anfallen, weil man die jedes Mal schon quasi bezahlt, wenn man den Antrag stellt. Die zweite Option ist recht naheliegend, nämlich eigentlich von Georgien auf dem Landweg nach Aserbaidschan zu reisen, da auf die Fähre zu gehen über das Kaspische Meer und dann in Kasachstan anzukommen. Theoretisch auch der einfachste Weg. Allerdings hat Aserbaidschan die Landesgrenzen zugemacht während Corona und bis dato auch nicht wieder aufgemacht. Aktuell ist sie bis Oktober geschlossen und wir gehen aber davon aus, dass sie auch noch weiterhin geschlossen bleibt. Wir waren in Tbilisi in der Botschaft von Aserbaidschan und wollten dort eben einen Sonderantrag stellen. Man hat uns dann eben gesagt, dass wir diesen Antrag per E-Mail zu stellen haben, was wir auch getan haben. Wir haben bis jetzt keine Antwort erhalten. Die Chance, so eine Sondergenehmigung zu bekommen, ist relativ gering. Aber naja, wie gesagt, wir haben noch nichts gehört. Insofern hoffen wir noch so ein bisschen. Ja, damit ist der Landweg im Van Richtung Asien zu. Man könnte noch einen Spediteur suchen und den Van Huckepack nehmen, ins Land bringen. Wir würden dann fliegen. Der Luftweg ist allen Touristen offen. Wir müssen dann mit dem Spediteur zusammen in den Zoll den Kastenwagen wieder auslösen, könnten dann auf die Fähre gehen, dann übers Kaspische Meer fahren und in Kasachstan einreisen. Tatsächlich ist uns dieser Weg A im Moment noch zu kostspielig und B auch zu kompliziert. Die dritte Möglichkeit ist die, über Russland zu fahren und dann von Russland aus eben nach Kasachstan einzureisen. Wir haben uns jetzt zunächst einmal für diese Variante entschieden. Also wir wollen das eben probieren, ein Transitvisum durch Russland zu bekommen. Wir haben von mehreren Reisenden gehört, dass sie diesen Weg gegangen sind, problemlos ihr Visum erhalten haben und auch problemlos innerhalb von 3 Tagen die Strecke von 700 Kilometern von der Grenze Russlands bis zur Grenze Kasachstans zu absolvieren.
Genau, wir haben uns jetzt wie gesagt auch dazu entschlossen, unser Glück zu probieren und ja, hoffen, dass das klappt. Ja, schönen guten Morgen. Tbilisi bei Regen passt so ein bisschen zu unserer momentanen Stimmung. Ja, wir sind auf dem Weg in das russische Visazentrum. Genau, wir versuchen ein Transitvisum zu bekommen, um durch Russland zu fahren. Gibt es nach meinen Informationen wohl 1 bis zu 10 Tagen. Und genau, wir wollen versuchen, ob wir alle Papiere zusammen haben und ob wir einen Stempel in den Pass bekommen. Genau, wie es gelaufen ist, erzählen wir euch später. Bis dahin. Nach Prüfung unserer Unterlagen werden wir aufgefordert, unseren Fahrzeugschein ins Russische übersetzen zu lassen. Hierfür wird uns gleich ein Übersetzungsbüro um die Ecke empfohlen. Aus Gesprächen mit anderen Reisenden wissen wir, dass es günstigere gibt. Aus Zeitgründen entscheiden wir uns dennoch, es aufzusuchen. Aber es hat geschlossen. Auf dem Weg treffen wir Pauline und Ole, die wir kurz vorher im Visa Center kennengelernt haben. Dort gaben sie uns den Hinweis, dass wir für den Antrag eine georgische Telefonnummer benötigen und eine zusätzliche Krankenversicherung. Vielen Dank, ihr zwei. Die beiden reisen übrigens per Anhalter von Deutschland nach Vietnam. Checkt unbedingt deren Insta-Account Temptations. Bei Google finden wir 3 Häuser weiter in einem Hinterhof das Übersetzungsbüro Tradosi, das wir auch beauftragen. Am nächsten Tag machen wir uns zeitig auf den Weg in der Hoffnung, am Vormittag unsere Übersetzung abholen zu können. Wir überbrücken die Wartezeit mit einem weiteren Stadtbummel. Dabei entdecken wir immer wieder neue architektonische Perlen. Wie viele Kilometer wir wohl mittlerweile durch Tbilisi gelaufen sind. Gegen 16 Uhr können wir unsere Übersetzung abholen. Ja, wir haben jetzt Tag 2 auf dem Weg zu einem Transitvisum durch Russland und konnten jetzt nach fast 24 Stunden endlich die Übersetzung für unseren Fahrzeugschein abholen, die notariell beglaubigt ist mit Stempel und Siegel. Und leider hat jetzt aber das Büro, wo wir den Antrag tatsächlich stellen, schon geschlossen. Immerhin konnten wir die Zeit aber dennoch ein bisschen nutzen. Genau, wir haben noch 2 Versicherungen abschließen müssen, 2 Krankenversicherungen für Russland, damit wir dann die Tage der Durchfahrt auch gut überstehen. Nicht, dass wir nicht eine internationale Krankenversicherung hätten, aber es muss eine speziell nochmal für Russland sein. Und jetzt hoffen wir haben alles zusammen, werden morgen jetzt das 2. Mal in das Visa Service Zentrum gehen und unser Glück versuchen. Genau.
Am nächsten Morgen sind wir pünktlich um 10 Uhr beim Visa Center, um unseren Antrag abzugeben. So, das war jetzt gerade unser Visa-Antrag im Servicezentrum. Ja, wir hatten alle Papiere dabei offensichtlich und haben bis auf die Fotos auch alles richtig gemacht. Die Porträtfotos mussten wir nochmal machen, weil das, was der Fotograf geliefert hat nicht gepasst. Reichte nicht aus. Ja. War uns aber schlussendlich auch ein bisschen egal. Hauptsache, die Papiere sind durch. Mir ist noch mal kurz das Herz stehen geblieben, als sie den Ansatz machte, sie müsste unsere Führerscheine noch mal übersetzt haben. Aber zum Glück hatten wir internationale Führerscheine dabei. Die hat sie ja schlussendlich akzeptiert. Alles in allem hat das jetzt 1 Stunde 20 gedauert und ja, insofern eigentlich relativ easy. Willst du noch was zu den Kosten sagen? Ja, 360 € haben wir für den Antrag gezahlt und nochmal etwas über 50 € für die eine Übersetzung. Genau, der VIP-Service hat den Vorteil, dass die Dame am Schalter alle Sachen kontrolliert und auch korrigiert. Genau, ich fand das ehrlich gesagt die bessere Variante, weil wir damit auch sicher gehen können, dass wir das alles richtig ausgefüllt haben. Naja, und das hat den Vorteil, du brauchst keinen Termin. Also man kann zwar online einen Termin machen vorher, aber das hätte bei uns jetzt, glaube ich, 14 Tage gedauert. Hätten wir warten müssen, ja. Und insofern war das perfekt. Genau, jetzt heißt es warten, 10 Tage etwa, und wir werden uns dann wohl aufmachen in den Norden und einfach nochmal eine Schleife durch Georgien drehen. Genau. Ja, jetzt heißt es warten, warten, warten. Und wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche euch ein bisschen mehr sagen können. 5 bis 10 Tage kann es dauern. Wenn wir Glück haben, wissen wir nächste Woche ein bisschen mehr. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir haben einiges an Wissen jetzt angehäuft, gerade zu der Variante Russland-Visum von Tbilisi aus. Und ja, das, was wir wissen, teilen wir auch gerne. Absolut. Nicht so schönes Thema in diesem Video, trotzdem freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr dieses Video liked. Wir wissen dann natürlich, wie das euer Like gemeint ist. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, freuen wir uns natürlich auch darüber. Ansonsten nutzen wir jetzt die Zeit, doch noch ein bisschen mehr in Georgien anzuschauen, weil wir eben nicht mehr oder noch nicht nach Armenien reisen können, da wir unsere Reisepässe ja mit dem Antrag erstmal aus der Hand geben mussten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.